Tiana's Bayou Adventure öffnete im Jahr 2024 seine Tore als neue bzw. als neue alte Attraktion. Es handelt sich um die umgestaltete Splash Mountain Wildwasserbahn im Magic Kingdom in Orlando und Disneyland in Anaheim. Splash Mountain, die Vorgängerattraktion, basierte auf dem umstrittenen Film Song of the South aus dem Jahr 1946. Der Film war so umstritten, da er rassistische Ansichten teilt. Der Film wird von Disney beispielsweise auch schon länger nicht mehr in irgendeiner Weise verkauft oder publiziert. Die Attraktion Splash Mountain selbst hatte keine rassistischen Anspielungen. Hier kamen nur die Zeichentrickfiguren des Films und der Soundtrack zum Einsatz. Dennoch hatte die Attraktion immer einen gewissen negativen Beigeschmack, da sie ihren Ursprung im Film Song of the South hatte. Um das Problem mit Song of the South und der Attraktion endgültig zu lösen, entschied sich Disney, die Attraktion in Anaheim und Orlando 2023 endgültig zu schließen und nach einem guten Jahr Umgestaltung in neuem Gewand zu eröffnen als Tiana's Bayou Adventure. Basierend auf dem Film Princess and the Frog oder Küss den Frosch in der deutschen Fassung. Die alte Version der Attraktion gibt es jetzt nur noch einmal auf der Welt, in Tokyo Disneyland. Die neue Attraktion in den US-Parks rund um Tiana wurde super schön umgestaltet und natürlich nicht mit Details und Storytelling gegeizt. 6 davon möchte ich euch in diesem Video zeigen, da das Wissen über diese Kleinigkeiten eine Fahrt mit der Attraktion doch nochmal etwas aufwertet. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Nummer 6. Der Ride hat die Grundstory, dass Tiana eine große Party veranstalten möchte, dafür aber noch eine Partyband benötigt. In den 8 Personen fassenden Booten geht man dann auf eine Reise mit Tiana, um potenzielle Musiker für die Party zu finden. Dabei erlebt man verschiedene Abenteuer sowie 4 bzw. 5 Abfahrten ins Wasser. Wer mein Video zu den 10 Details aus dem Magic Kingdom schon gesehen hat, kennt dieses Detail schon. Ich nehme es euch also nicht übel, wenn ihr Nummer 6 skippt und direkt bei Nummer 5 weitermacht. Für alle anderen hier das Detail. Im Außenbereich der Warteschlange steht das Auto von Tianas Restaurant und ihm fehlt das Nummernschild. Im Inneren der Warteschlange betritt man Tianas Restaurant. Dort hängt am schwarzen Brett ein Aushang, dass ein Nummernschild vermisst wird. Während der Fahrt sieht man, dass ein potenzielles Bandmitglied, ein Hase, das Nummernschild als Musikinstrument nutzt. Und am Ende der Fahrt, wenn die Partyband gefunden ist der Hase tatsächlich auch ein Teil davon, samt dem gestohlenen Nummernschild von Tianas Restaurantauto.
Nummer 5. Oftmals, wenn Disney-Attraktionen umgestaltet werden, gibt es kleine versteckte Referenzen zu den Attraktionen, die vorher an der entsprechenden Stelle standen. Eine Referenz zu Splash Mountain steht direkt in der Warteschlange, wenn man das Restaurant von Tiana betritt. Auf dem Regal steht nämlich ein kleiner Hase und ein Bär. In Erinnerung an Brer Rabbit und Brer Bear. Im früheren Outdoor-Wartebereich hingen an verschiedenen Stellen Vogelhäuschen. Diese hat man jetzt auch an Vogelhäuschen im New Orleans-Style umgestaltet und sie erinnern immer noch sehr an Splash Mountain. Nummer 4. Kurz nachdem man das Restaurant betreten hat, befindet man sich im Küchenbereich von Tianas Restaurant. Als hätte sie gerade noch gearbeitet, liegen dort ihre berühmten Beignets auf der Arbeitsplatte. Hier wird gerade alles für die große Party vorbereitet. Läuft man etwas weiter, hängen verschiedene Bilder an den Wänden, die einen, wenn man sie etwas genauer anschaut, noch tiefer in die Story eintauchen lassen. Zum einen sind hier Zeitungsartikel über Tianas sensationelles Restaurant, Auszeichnungen, die sie gewonnen hat, aber auch Briefe von ihrem Vater aus der Armee. Er verstarb, als sie noch ein Kind war. Nummer 3. Die Attraktionen in Orlando und Anaheim wurden beide fast zur gleichen Zeit mit mehr oder weniger der gleichen Thematisierung umgebaut. Wer allerdings den direkten Vergleich hat, bemerkt, dass die Dark Ride-Elemente hauptsächlich an den Ride in Anaheim angepasst sind. Das bemerkt man vor allem beim Timing. Die Boote in Anaheim fahren wesentlich schneller durch den Kanal als in Orlando. Dadurch gibt es in Orlando immer wieder etwas längere Stellen, an denen nicht viel in der Umgebung passiert, während man in Anaheim sehr viel während der Fahrt zu sehen hat und das Timing der Szenen besser abgestimmt ist. Nummer 2. Wie man bereits von den Simpsons gelernt hat, all rides need to end in the gift shop. So ist das auch bei Tiana's Bayou Adventure. In einer Ecke des Ausgangsshops wird noch einmal auf die Story des Rides eingegangen. An einer Pinnwand befinden sich zum Beispiel Briefe von einem Partygast, der sich nochmals für die Einladung und die tolle Party bedankt. Außerdem befinden sich in dem Schaukasten noch eine Liste mit verschiedenen Lieferanten des Restaurants. Ich könnte wetten, dass die Namen auf der Liste etwas mit den Imagineers und Planern zu tun haben, die den Ride entworfen haben. Leider konnte ich nichts dazu finden. Falls ihr genaueres dazu wisst, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Nummer 1. Eine Attraktion wie Tiana's Bayou Adventure bei Disney benötigt einige Mitarbeiter für einen reibungslosen Ablauf. Ohne es genau zu wissen, schätze ich, dass mindestens 20 bis 30 Mitarbeiter bei Tiana's Bayou Adventure im Einsatz sind. Jeder wechselt dabei in einem Rotationssystem in regelmäßigen Abständen die Position, um den Job abwechslungsreicher zu machen
und um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu fördern. In der Regel wird dabei von Position zu Position ein Zettel weitergegeben, auf welchem steht, welche Position der Mitarbeiter als nächstes einnehmen kann. Da der Zettel nicht besonders schön ist und wir uns ja hier im Restaurant von Tiana befinden, wird der Zettel mit der neuen Position hier in einem Scheckbuch weitergegeben. In so einer Mappe erhält man in den USA in Restaurants normalerweise seine Rechnung für das Essen. Bezahlen muss hier keiner. Hier wird das Buch nur benutzt, um den Rotationszettel auf eine optisch schönere Art, vor allem auch vor Parkgästen, zwischen den Mitarbeitern weiterzugeben. Egal ob in Anaheim oder in Orlando, die Attraktion ist wirklich ein würdiger Ersatz für Splash Mountain. Und das waren meine 6 Details zu Tianas Bayou Adventure. Kennt ihr noch mehr? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, viel Spaß in den Freizeitpark dieser Welt und haltet die Augen offen.